Weihnachten. Schon dieses Wort zu hören, wärmt die Herzen der Menschen. Sofort kommen uns viele Dinge in den Sinn. Funkelnde Lichter, das Lachen von Kindern, der Duft eines Tannenbaums und diese seltsame, aber wunderschöne Ruhe, die im Dezember unsere Häuser erfüllt. Wir schenken einander Geschenke. Wir schmücken einen Baum. Wir hängen Strümpfe neben den Kamin. Doch meistens haben wir keine wirkliche Ahnung, warum wir all diese Dinge tun. Trotzdem teilen wir dieselben Traditionen mit Menschen auf der ganzen Welt. Aber habt ihr jemals innegehalten und euch gefragt, warum wir das eigentlich tun? Warum bringen wir einen Baum ins Haus? Warum hängen wir Strümpfe neben den Kamin? Und wie kommt es, dass ein alter, freundlicher Mann in roter Kleidung allen Kindern Geschenke bringt? Auf den ersten Blick wirken diese Fragen ganz einfach, doch tatsächlich verbirgt sich dahinter eine große Geschichte. Denn die Geschichte von Weihnachten ist nicht nur die Geschichte einer einzigen Nacht in Bethlehem. Es ist auch die Geschichte von Jahrhunderten. Eine lange Reise aus Glauben, Legenden, Schwierigkeiten und Hoffnung. Jede Tradition, die wir heute kennen, ist eigentlich wie eine kleine Erinnerung aus der Vergangenheit. Ein Stück Geschichte, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Einige dieser Traditionen sind sehr alt, sie stammen aus den eisigen Wintern des Nordens. Andere wurden von Reichen, Königen, Dichtern und sogar von Ladenbesitzern geprägt. Doch zwischen all diesen Veränderungen gab es immer etwas, das gleich blieb. Die Menschen suchten im Dezember immer nach derselben Sache. Ein bisschen Licht, ein bisschen Wärme, etwas, das ihre Herzen in der dunkelsten Zeit des Jahres erwärmt. Deshalb lasst uns gemeinsam eine kleine Reise in die Vergangenheit machen. Zu den Menschen, die am Feuer der alten Welt saßen. Zu den Menschen, die die ersten Weihnachtslieder sangen. Und zu dem Moment, in dem ein gewöhnlicher Tag zu einem heiligen Tag wurde. Das ist die wahre Geschichte von Weihnachten. Aber um diese Geschichte zu verstehen, müssen wir sehr weit zurückgehen. Sogar noch vor die Zeit der Kirchen. Denn alles begann eigentlich mit einem kalten Winter. Für die alten Völker Europas im Norden war der Winter keine leichte Zeit. Die Kälte kam sehr früh. Die Sonne zeigte sich fast gar nicht. Die Tage wurden kürzer und die Nächte immer länger. Und die Menschen beobachteten aufmerksam den Himmel. Jedes Jahr gegen Ende Dezember, etwa um den 21. Dezember herum, schien es, als würde die Sonne stillstehen. Heute nennen wir dieses Ereignis Wintersolstice, also die Wintersonnenwende. Es war der dunkelste Tag des Jahres. Aber gleichzeitig bedeutete er Hoffnung für die Menschen. Denn jeder wusste, dass die Sonne von diesem Tag an wieder höher steigen würde. Deshalb feierten viele der nördlichen Völker diese Zeit mit einem großen Fest. Es hieß Jule. Während der Julezeit feierten die Menschen tagelang große Feste. Sie entzündeten große Feuer, und in den Häusern brannte ein riesiger Juleholzblock, der oft mehrere Tage lang nicht gelöscht wurde. Dieses Feuer diente nicht nur dazu, Wärme zu spenden. Es hatte auch eine symbolische Bedeutung. Es war ein Zeichen dafür, dass das Leben weitergeht. Außerdem brachten die Menschen immer grüne Zweige ins Haus, Tanne, Fichte und Stechpalme. Während draußen alles weiß und tot wirkte, gab das Grün im Haus den Menschen das Gefühl, dass das Leben noch da war. Deshalb reichen die Wurzeln unseres heutigen Weihnachtsbaums Tausende von Jahren zurück. Er war nicht nur Dekoration, er war ein Zeichen der Hoffnung. Viele Jahrhunderte später begann an einem anderen Ort der Welt eine neue Geschichte. Vor etwa 2000 Jahren in einer kleinen Stadt namens Bethlehem. Dort lebte eine junge Frau namens Maria und ihr Verlobter Josef. In einer kalten Nacht kamen sie in die Stadt, doch sie fanden keinen Platz zum Übernachten. Schließlich fanden sie Zuflucht in einem Stall. Und in dieser Nacht wurde ein Kind geboren. Sein Name war Jesus Christ. Für Christen wurde diese Geburt zu einem der wichtigsten Momente der Geschichte. In der Bibel wird erzählt, dass in dieser Nacht ein besonders heller Stern am Himmel erschien. Hirten kamen, um das Kind zu sehen, und Weise aus dem Osten folgten dem Stern und brachten Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Doch es gab eine interessante Sache.
Die Bibel sagt nicht genau, an welchem Datum diese Geburt stattfand. Deshalb wusste man lange Zeit nicht genau, warum Weihnachten am 25. Dezember gefeiert wird. Um diese Antwort zu finden, müssen wir nach Rom schauen. Im Römischen Reich wurden im Dezember bereits große Feste gefeiert. Eines davon war Saturnalia. Ein anderes war Sol Invictus, also der Geburtstag der unbesiegbaren Sonne. Beide Feste feierten die Rückkehr des Lichts. Als sich das Christentum im Römischen Reich verbreitete, begann die Kirche diesem Datum eine neue Bedeutung zu geben. Nun wurde nicht mehr die Geburt der Sonne gefeiert, sondern die Geburt des Sohnes Gottes. Und so wurde der 25. Dezember langsam zum Weihnachtstag. Im Laufe der Jahrhunderte veränderte sich Weihnachten immer wieder. Im Mittelalter waren die Städte und Dörfer Europas zur Weihnachtszeit voller Feste. In den Kirchen sang man feierliche Lieder. Doch auch draußen auf den Straßen gab es Musik, Tanz und große Mahlzeiten. Die Menschen gingen von Haus zu Haus und sangen Lieder. Daraus entstand die Tradition des Caroling. An manchen Orten wurde sogar ein sogenannter Lord of Misrule gewählt, eine Art Spaßkönig, der für kurze Zeit das Fest leitete und für ausgelassene Stimmung sorgte. Doch nicht alle Menschen waren mit diesen Feierlichkeiten zufrieden. Im 17. Jahrhundert glaubten einige Puritaner in England, dass Weihnachten zu übertrieben gefeiert wurde. Eine Zeit lang wurde Weihnachten sogar verboten. Dieses Verbot geschah während der Herrschaft von Oliver Cromwell. Doch die Menschen hörten nicht auf zu feiern. Sie taten es einfach heimlich weiter, denn manche Traditionen lassen sich nur sehr schwer, manchmal sogar gar nicht auslöschen. Im Laufe des Jahrhunderts änderte sich Weihnachten wieder. Diesmal wurde es leiser und ruhiger, ein Fest, das sich ganz auf die Familie konzentrierte. Eine der wichtigsten Personen, die dazu beitrugen, war der berühmte Schriftsteller Charles Dickens. Im Jahr 1843 schrieb er die Geschichte A Christmas Carol, die den Geist von Weihnachten völlig veränderte. Der Charakter Scrooge in der Geschichte war zunächst ein geiziger und kalter Mann. Doch eine Nacht, in der er Träume hatte, änderte seine Gedanken und Gefühle. Und schließlich verstand er, was Weihnachten wirklich bedeutet: Teilen, Vergebung und anderen zu helfen. Diese Geschichte hat die Sicht der Menschen auf Weihnachten tiefgreifend beeinflusst. Was ist mit Santa Claus? Seine Geschichte ist ebenfalls ziemlich faszinierend und interessant. Tatsächlich basiert die Geschichte von Santa auf einem Bischof, der in Anatolien lebte, Saint Nicholas von Myra. Es wird gesagt, dass er den Armen heimlich geholfen hat. Eine Legende besagt, dass er in der Nacht Gold durch das Fenster eines armen Mannes geworfen hat, damit seine Töchter eine Mitgift hatten. Einige sagen, dass dieses Gold in die Socken fiel, die am Kamin zum Trocknen hingen. Manche dachten sogar, dass die Tradition des Sockenaufhängens daher stammt. Im Laufe der Jahre verbreitete sich diese Geschichte nach Europa. In den Niederlanden wurde er zu Sinterklaas. Als er nach Amerika kam, wurde er zu Santa Claus. Im 20. Jahrhundert war Weihnachten zu einer weltweiten Kultur geworden. Radio, Filme und Musik vergrößerten dieses Fest noch mehr. In den 1940er Jahren sang Bing Crosby das Lied White Christmas, das die Herzen von Millionen berührte. Dann kamen die Filme. Zum Beispiel erinnerte eine Geschichte wie It's a Wonderful Life die Menschen daran, dass Weihnachten eigentlich eine Zeit der kleinen Taten, der Freundlichkeit ist. Heute wird Weihnachten in vielen Teilen der Welt gefeiert, manchmal in Kirchen, manchmal bei Familientreffen, manchmal auch nur unter einem kleinen Licht. Aber in all diesen Traditionen gibt es etwas Gemeinsames: Licht, die Notwendigkeit, in den dunkelsten Zeiten Hoffnung zu finden. Vielleicht ist das wahre Wesen von Weihnachten genau das: einfach ein bisschen langsamer werden, auf sich selbst und seine Umgebung schauen und einander gut behandeln. Denn manchmal brauchen wir nicht große Wunder, um die Welt zu verändern. Manchmal sind es auch kleine Taten der Freundlichkeit. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, würde ich wirklich gerne wissen, was für dich der bedeutungsvollste Teil von Weihnachten ist. Du kannst es in den Kommentaren teilen. Vielleicht sind es Kindheitserinnerungen, vielleicht Familienessen oder einfach diese warme Atmosphäre.
Bis zur nächsten Geschichte. Vergiss nicht, das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Frohe Weihnachten an euch alle!